Nach der Berliner Pro-Palästina-Demo am Dienstag soll eine Frau versucht haben, einen Polizeiwagen in Brand zu setzen. Die Stimmung bei der Demo war ohnehin schon aufgeheizt. So bejubelten Teilnehmer den iranischen Raketenangriff auf Israel. Als sich die Kundgebung auflöste, goss eine Frau laut Polizei dann eine brennbare Flüssigkeit auf das Einsatzfahrzeug und zündete es an. Sie wurde dabei aber bemerkt. Gegen die Frau wurde jetzt ein Haftbefehl erlassen und sie ist bereits Polizei bekannt, auch schon wegen anderer versuchter Brandstiftungen. Ja, Daniel Koop in Berlin. Darüber wollen wir sprechen, auch über die Sicherheitslage in Berlin. Fangen wir erst mal mit dem Fall an. Wie gehen die Ermittlungen nach diesem Brandanschlag derzeit weiter? Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, man konnte die Frau dann ja kurz bevor sie diesen Streifenwagen anzünden wollte, ja auch noch festnehmen. Und in der Tat, was wir jetzt gehört haben hier von der Staatsanwaltschaft, dass man jetzt gegen sie ermittelt und dass sie sich in Untersuchungshaft befindet. Die große Frage wird natürlich sein, wie wird sich die Situation jetzt hier am Wochenende in Berlin entwickeln? Ich habe mich heute Morgen einmal mit der Polizei unterhalten und da spricht man davon, dass es in der Tat ein sehr dynamisches Polizeigeschehen sehr wahrscheinlich hier am Wochenende auch hier geben wird. Warum ist das so? Denn wir müssen uns jetzt vor allem auch über den kommenden Montag unterhalten. Am Montag jährt sich der schreckliche Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel. Und aus diesem Grund wird es ganz unterschiedliche Demonstrationen, ganz unterschiedliche Veranstaltungen am Wochenende hier in Berlin geben. Auf der einen Seite wird es sehr viele israelische Veranstaltungen geben. Da wird man vor allem über die Geiseln sprechen. Es sind ja immer noch an die 100 Geiseln, die sich momentan immer noch in den Händen der Hamas-Terroristen befinden. Und auf der anderen Seite hat man unterschiedlichste pro-palästinensische Demonstrationen auch angekündigt. Und du hast es ja gerade schon erwähnt, das Konfliktpotenzial auch aufgrund der wirklich sehr angespannten Lage momentan im Nahen Osten, das dürfte hier in Berlin sehr, sehr groß sein. Die Polizei hat mir bestätigt, dass man hier wirklich mit sehr vielen Einsatzkräften an den verschiedenen Orten dann auch hier in Berlin im Einsatz sein wird. Vor allem der Montag, der dürfte sehr, sehr kritisch dann auch werden. Am Jahrestag kann man davon ausgehen, dass sich da die Emotionen bei sehr vielen dann auch entladen werden. Und die Sorge ist da, dass wir ähnliche Bilder und ähnliche Situationen bekommen werden wie ungefähr vor einem Jahr, als es diesen Angriff dann auch gegeben hat, als sich ja purer Antisemitismus hier auf den Straßen von Berlin dann auch breit gemacht hat. Also das dürfte ein sehr angespanntes Wochenende hier in der Hauptstadt dann auch sein. Aber auch in anderen Städten hat man solche Demonstrationen angekündigt. Teilweise sind solche Demonstrationen aber auch schon verboten worden. In Frankfurt am Main sollte es zum Beispiel eine große Demonstration auch am Montag geben. Da hat die Stadt Frankfurt aber gesagt, eine pro-palästinensische Demonstration, die darf es aufgrund der Situation am Montag nicht in Frankfurt geben. Daniel, ganz herzlichen Dank für all die Einzelheiten und Informationen hier aus Berlin.